Hallo, wir sind Hannah und Tommy und nachdem wir in den letzten Tagen ziemlich viel Action auf den Bikes hatten, entspannen wir in dieser Folge auf norwegische Art, bevor es dann plötzlich doch nochmal hektisch wurde und wir es beinahe nicht mehr zurück zu unserem Campspot geschafft hätten. In der letzten Folge haben wir die Lofoten auf unseren E-Bikes erkundet. Erst ging es hoch hinaus und dann auf eine Bikepacking-Tour an einen einsamen Strand. Willkommen zurück auf den Lofoten in Nordnorwegen. Vom Hauglandstrand da ging es für uns direkt weiter nach Nusfjord, ein kleines ehemaliges Fischerdorf zwischen den Bergen, welches heute als Hotel genutzt wird. Für uns auf jeden Fall eine sehr willkommene Abwechslung zum Zelt. Hier wurde aber kein riesiger Komplex hochgezogen, sondern man übernachtet in den Hütten, in denen früher die Fischer gelebt haben, den Roabüer. Der Ort hier ist echt wunderschön, aber man kann sich auch vorstellen, wie hart das Leben hier früher gewesen sein muss. Erst recht im Winter. Und ein Spa hat es hier früher, glaube ich, auch nicht gegeben. In den letzten Tagen in den Bergen haben wir schon ziemlich oft an den Moment hier gedacht. Und es gibt, glaube ich, nicht viele Orte auf der Welt, um nach ein paar Tagen auf dem Bike so schön zu entspannen. Das hat richtig gut getan und in 41 Grad heißem Wasser zu liegen, übers Meer auf die Berge zu gucken und die Gedanken einfach treiben zu lassen, war Luxus pur. Trotzdem hat unser Abend gerade erst angefangen und jetzt gab es erstmal eine Stärkung bei einem ganz besonderen Abendessen. Dann nehme ich doch die frittierte Kotchtang. Sounds good. Kabeljau-Zunge ist eine norwegische Spezialität und mit Fisch kann man auf den Lofoten eigentlich nie was falsch machen. Falls ihr in Norwegen allerdings versucht, etwas Veganes oder Vegetarisches zu bestellen, kann es sehr gut sein, dass ihr einen schön dekorierten Teller mit Gemüse und Reis bekommt. Trotzdem alles super lecker. Unser Off-Day hätte nicht schöner sein können und jetzt hätten wir zum ersten Mal die Chance gehabt, früh ins Bett zu gehen und so richtig auszuschlafen. Aber es gab noch eine Sache, auf die wir uns mindestens genauso gefreut haben wie auf das Essen. Nusfjord ist ein wunderschöner Ort, der sich noch über mehrere Buchten an der Küste entlang zieht. Die Umgebung kann man perfekt mit dem E-Bike erkunden. Den nächsten Morgen haben wir genauso gechillt gestartet, wie der letzte geendet hat. In Nusfjord gibt es noch ein wunderschönes Geschäft für Souvenirs, lokale Spezialitäten und dann doch etwas zu teure Norweger-Pullis. 700 €, okay. Wir haben vorher gehört, dass die Zimtschnecken hier in Nusfjord die leckersten auf den Lofoten sein sollen. Das hier war zwar die einzige, die ich hier oben gegessen habe, aber sie war auf jeden Fall ziemlich gut. Und weiter ging es für uns am Fjord entlang über die Berge zu unserer nächsten Station. Es gibt hier auf den Lofoten 2 Frauen, die haben eben Lofoten Seaweed ins Leben gerufen und ernten über die Wintersaison die Algen und verkaufen die jetzt in verschiedenen Formen in diesem Laden. Und da gehen wir jetzt rein. Die Algenprodukte hier sind nicht nur super lecker und besonders, sondern auch extrem nachhaltig und hier lokal produziert, was für uns immer ein absolutes Plus ist.
Dann haben wir schnell das Auto abgestellt, um unsere letzten Stunden auf den Lofoten mit unseren E-Bikes erleben zu können. So, Übernachtungsplatz ist schon mal gesichert. Mit schönem View. Das heißt, das Auto kann für heute stehen bleiben und wir fahren jetzt mit den Bikes nach Henningswehr. Zum Saunen und Shoppen. Let's go. Die Straße nach Henningswehr ist, wie eigentlich alles auf den Lofoten, super besonders und man fängt hinter fast jeder Kurve neu an zu staunen. Auf den gewundenen Küstenstraßen hat man auf den E-Bikes aber nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl. Einfach ein Traum. Ein bisschen Zeit, den Ort zu erkunden und in den kleinen Geschäften zu stöbern, hatten wir dann auch noch, bevor noch ein ganz besonderer Saunabesuch auf uns gewartet hat. Crazy. Es gibt ja Orte, die auf Fotos zu gut aussehen, um wahr zu sein. Für mich war es hier aber so unfassbar schön und besonders, dass ich eher das Gefühl habe, als könnten die Bilder hier nur einen kleinen Teil davon vermitteln. Sich in einen 80 Grad heißen Raum zu setzen und dann noch Wasser auf heiße Kohlen zu schütten, um die Luftfeuchtigkeit extrem hoch zu machen, klingt erstmal ziemlich komisch und ist auch nichts, was wir jeden Tag machen. Aber ich kann total verstehen, warum die Menschen hier oben im Norden so sehr darauf schwören. Wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat und sich etwas akklimatisiert hat, ist die Wärme und die feuchte heiße Luft, die man einatmet, total entspannend und beruhigend. Und nach der Hitze gehört zu einem Saunagang auf den Lofoten natürlich ein kurzer Dip ins Nordmeer. 10 Grad Wassertemperatur sind ein ziemlicher Kontrast zu 80 Grad Raumtemperatur. Aber man fühlt sich danach super wach und frisch. Als wir total relaxed und entspannt aus der Sauna gekommen sind, haben wir zufällig erfahren, dass unser Weg zurück zum Campspot gleich für die Nacht gesperrt wird. Also ging es super schnell ab aufs Bike und dann war die Rückfahrt doch nochmal abenteuerlicher, als wir eigentlich geplant hatten. Wir mussten auf jeden Fall noch zurück zu unserem Zelt kommen und haben deshalb ziemlich in die Pedale getreten. Auch wenn man diese schöne Strecke sonst wahrscheinlich nie für sich alleine hat, hatten wir nicht so wirklich Augen für den Ausblick, aber wir haben es noch vor der Straßensperrung geschafft. Gut, dass wir die E-Bikes dabei haben und in den Turbo-Modus schalten können. Und dann hat es sich auch ziemlich gut angefühlt, wieder mit Ausblick in unserem eigenen kleinen Zuhause zu liegen und unsere letzte Nacht auf den Lofoten zu genießen, bevor es für uns wieder in den Süden geht. Willkommen in unserem Dachzelt. Das haben wir euch irgendwie noch gar nicht gezeigt, weil wir die ganze Zeit draußen waren, aber Stimmt. dann machen wir vielleicht mal eine Roomtour auf dem Rückweg. Ja, eine Ein-Room-Tour. Auf jeden Fall geht es für uns jetzt wieder zurück in den Süden und wir müssen den Lofoten schon wieder Tschüss sagen. Schade. Das seht ihr dann im nächsten Video und ich hoffe, ihr habt auch die ersten 3 Videos gesehen, sonst ganz dringend auf dem Kalkauf Bikes YouTube-Kanal abchecken und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch die letzten 2 Videos nicht verpasst. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare, dann werden wir die in einem extra Video beantworten. Bis dahin. Ciao. Ciao. Der Weg nach unten über Norwegen soll nochmal komplett anders und spektakulär sein und eine letzte Bike-Tour irgendwo in der norwegischen Wildnis haben wir auch noch geplant.